In der Fahrschule hat der Fahrlehrer gesagt, du wirst der erste Fahrschüler sein in meiner Ära, mit dem ich zusammen geblitzt werde. Weil ich dann schon immer voll. Wurdest du? Nee, aber ich bin immer potenziell schneller gefahren, als ich durfte. Auch nicht nachmachen. Also, das sind hier genau richtig. Ja. Okay. Baugefühle. Dein Podcast für Projektwissen mit Unterhaltung rund um den Bau. Und manchmal auch mehr. Ja, Clemens. Jo. Was mich tatsächlich noch interessiert ist, bevor wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer gehen und richtig konkret Themen angehen, ich würde einfach gerne wissen, woher kommt eigentlich die Begeisterung von dir für die Tätigkeit im Bau? Okay. Ja, also grundsätzlich, ich bin aufgewachsen, mein Vater ist Rennwagendesigner, ne? Also so ein bisschen so handwerklich schon Dinge anfassen, mit Formen umgehen und so weiter. Habe aber dann auch sehr viel Zeit, sag ich mal, in der Natur verbracht. Wir haben Baumhäuser gebaut, Höhlen gebaut. Du kennst das sicher, ne? Wir haben ja gemeinsam die Kindheit verbracht, daher kennen wir uns ja auch. Und also wirklich Höhlen auch gegraben und so mehrstöckige Baumhäuser gebaut und so. Also da ging es schon wirklich in dieses Bauen-Thema. Ich weiß noch einmal, es war echt krass, da haben wir eine Skateboard-Ramp gebaut. Also wir sind halt in der Jugend viel Skateboard gefahren. Und dann haben wir Also du, ich nicht, nein. Und dann haben wir dann von der Baustelle ganz viel Material mitgenommen als Kinder halt. Für uns war das halt, das liegt da rum, das können wir mitnehmen. Und haben uns dann wirklich so eine Halfpipe Ganz kurz, das ist heutzutage nicht erlaubt, genau. Nein, das ist nicht erlaubt, genau. Richtig, ne? Entschuldigung an der Stelle auch nochmal. Aber wir haben das einfach als Kinder nicht besser gewusst und haben da wirklich massenweise Material, haben wir weggeschleppt auf einen Hof und haben uns da wirklich eine riesen Halfpipe gebaut. Die war, glaube ich, so 3 Meter hoch. Die war bestimmt 5, 6 Meter breit. Also in der Breite und dann in der Länge auch nochmal. Also das war ein richtiges Geschoss und mit Dach drauf und haben dann auch so eine Metallreling da drauf gehabt und so. Da sind dann die ganzen Kids gekommen und das haben wir dann halt auch mal eben so dahin gebaut. So. Und das hat mich so mein ganzes Leben immer begleitet. Und ja, also wir hatten zu Hause auch immer Papier, Malen, Zeichnen war auch immer ein Thema. Ich habe kürzlich ein Bild, was ich in der, glaube 2. Klasse gemalt habe, so ein Piratenschiff und dann wirklich so Details, ne, wie dann so die Seile aufgehängt sind, wie die Piraten da hochklettern mit Pistole in der Hand und Säbel und so. So hier Blueprint schon gewesen. Ja, genau. Und also es war schon immer so ein bisschen so, was mich meine ganze Kindheit und Jugend auch mit begleitet hat. Natürlich auch so andere kreative Komponenten wie Musik, Malerei bis zum Graffiti und so weiter. Alles mitgemacht, also mit Farben. Wie gehe ich mit Farben um? Wie wirken Farben auch und so, ne? Also all diese Themen und also sehr stark kreativ geprägt, aber in das Bildende, also ne, also etwas zu erleben, in den Raum zu kommen, den ich erleben kann. So, ne? Und das hat mich immer stark begeistert. Da war schon immer eine extreme Begeisterung, das so da mit zu transportieren, mitten im Raum diese Kreativität auch mit zu transportieren. Und irgendwann hat mir das dann halt, also auch dann als junger Architekt dann auch viele Wettbewerbe gewonnen und so, ne? Aber das hat mir dann nicht gereicht. Also ich habe immer die Komponente Management gesucht und nie gefunden. Also in Persona nie gefunden, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt mache ich selber. Ich bin ja dann immer so, dann hole ich mir halt Bücher, dann hole ich mir halt Lernmaterial und dann setze ich mich hin und dann lerne ich das Zeug und eigne mir das selber an. So. Und ja, das ist jetzt auch schon mehrere Großprojekte schon durchexerziert als Projektmanager. Sagt man das so in Fachsprache? Ja. Und ja, und das ist auch so mein USP heute, dass ich den Planer und den Manager vereine, so in Persona. Und da finde ich immer Punkte, wo das eine wieder den anderen anstichelt. So, also den Planer in mir stichelt dann wieder den den Manager in mir stichelt wieder den Planer in mir an und wieder andersrum. Und das hat immer so einen stetigen Kreis und das führt immer wieder zu neuen Ideen, zu neuen Motivationen. Und mir macht das einfach so unheimlich viel Spaß, dass ich halt einfach auch versuche, andere Leute damit anzustecken. So. Und ich freue mich, wenn dann andere Leute sagen, ey, voll cool und so habe ich es noch nie gesehen. Haben auch viele Leute schon gesagt, so durch die Brille von Clemens gucken, so habe ich die Welt noch nie gesehen, ne, oder gehört. Und ich höre auch Musik. Wenn ich Musik höre, dann höre ich das Orchester. Also dann sehe ich das Orchester vor mir. Dann überlege ich mir, wie hat der Tontechniker das technisch gemacht und so. Ne? Dann zerlege ich das wieder in seine Bestandteile und überlege, wie wurde das aufgebaut. Wenn ich ein Auto angucke, dann überlege ich, wie hat der Ingenieur das aufgebaut. Wenn ich ein Haus angucke, dann sehe ich da ein Gerippe, sehe ich eine Statik und so. Und ich finde, das ist halt auch, also es macht alles nochmal interessant. Also den Erlebnisraum und dieses Ingenieurerlebnis dann auch, ne, so.
Und diese Begeisterung, du merkst wahrscheinlich, ich könnte dich jetzt noch stundenlang damit volltexten. Wollen wir eigentlich noch machen, ne? Du hast ja auch ein Getränk aus Brasilien mitgebracht. Ich habe Zeit mitgebracht, genau. Und die nötigen Betäubungsmittel. Genau. Dass du dann abschalten kannst und durchfließen lassen kannst. Nee, machen wir nochmal in so einer gemütlichen Runde, ne? Machen wir. Aber diese Begeisterung, das ist einfach ein super Thema. Deswegen lasst euch davon gerne anstecken. Ich freue mich darüber. Teilt mir eure Begeisterung, wenn ihr sagt, hey, ich habe da einen Punkt, du hast da mal was erwähnt. Und ja, also lasst mich das wissen. Ich würde da gerne, also mich feuert das an und mich freut's, wenn ich andere Leute dann anfeuern kann, weil das ist einfach auch der Spirit, wo du dann auch einfach wirklich Dinge bis abends ausarbeitest und sagst, nein, ich mache jetzt nicht um 16:30 Uhr Feierabend, ja, oder ich mache jetzt nicht freitags um 1 macht jeder seins, sondern ich ziehe durch bis um 18 Uhr, weil ich will das Ding abgeschlossen haben, weil wenn das Wochenende dann durch ist, da ist dann wieder ein Geburtstag oder eine Hochzeit oder sonst was, ja, dann weiß ich, am Montag muss ich wieder komplett resetten und wieder von vorne anfangen. Oder ich ziehe wirklich mal das Wochenende durch, weil ich irgendwas lernen will. Freiwillig, persönlich, also ich will mich weiterentwickeln und so weiter. Und das sind alles so Themen, alle Leute, die dieses Spirit fühlen, so, die sind bei mir herzlich willkommen und cool. Ich gebe da so viel Mehrwert mit. Ich schenke da so viel, wenn ich Leute gegenüber habe. Ich hatte kürzlich in einem Seminar mit 20 Leuten, da sind in der Mittagspause, sind 8 Leute um mich rumgestanden. Dann kam wieder jemand vorbei, ist auch stehen geblieben und dann sind Fragen gekommen. Ich habe gar keine Mittagspause gemacht, weil die Leute die Mittagspause genutzt haben, zu persönlichen Themen Fragen zu stellen. So, ja, dann hat die eine ein Haus in Spanien und wie machen wir es da und da haben wir hier so und so. Habe ich ihr Tipps mitgegeben. Sie hat sich total gefreut, hat sich auch am Ende noch bedankt und so. Und das sind so Sachen, das ist meine Mittagspause so. Also das gibt mir wieder Energie und lasst euch davon anstecken. Auch euch gibt das Energie so. Also ja, auch du für dich, ja. So, du hast gestern hier noch bis nachts, ne? Da habe ich dann meine Kleine ins Bett gebracht. Da hast du noch bis nachts dann im Büro hier noch Studio weiter aufgeräumt, vorbereitet, eingestellt und so weiter. Und das sind halt so Sachen, die ohne das geht's nicht. Ohne das geht es nicht. So, ja. Und wenn mir jemand erzählt 30-Stunden-Woche, kann sein, ja, kann sein. Aber es ist nicht mein Job. Ist nicht meine Welt, so, weil ich schaffe in 30 Stunden, also schaffe ich gar nicht das zu erleben, was ich erleben möchte. Ja, natürlich ist auch viel Muss dabei, viele Dinge müssen gemacht werden, müssen erledigt werden. Aber gerade dann gehst du ja auch unter, ja, wenn du da nicht so einen Spaßfaktor bei hast. Oder? Also genau, richtig. Also das heißt nicht, dass jeder ein Clemens werden muss. Nein. Oder sollte oder wird, werden, sondern aber jeder hat die Möglichkeit, bei deinen Trainings im Prinzip davon angesteckt zu werden. Wenn du Mühe und von diesem und selbst genau ein bisschen was mitnehmen, um das irgendwie selber dann in sein Leben zu implementieren. Und ich meine, ganz ehrlich, wer hat keine Lust, Spaß zu haben bei der Arbeit? Selbst wenn es anstrengend ist und nervig ist ab und zu, aber dass man einfach Feuer hat und dafür brennt. Ich glaube, das ist sowas, das suchen viele, ne? Ich glaube, das suchen viele und ich glaube, es gibt viele Leute, die sind in Jobs unterwegs, die einfach eingehen. Und am Ende des Tages verbringen wir da 40, 50 Stunden die Woche, manche auch 30, lass es dahingestellt sein. Das ist super viel Lebenszeit, ne? Ja. Und warum sie dann nicht verbringen mit irgendwelchen Sachen, die auch Spaß machen, noch nebenbei und man Sachen voranbringen kann und man lernen kann, ne? Ist ja auch ein Thema, was wir vermitteln wollen mit unserem Marketing. Also wir wollen ja nicht rein irgendwie uns hinstellen und ein Produkt verkaufen, so, sondern wir wollen ja eigentlich einen Spirit verkaufen. So. Also nicht verkaufen, sondern wir wollen diesen Spirit wollen wir weitergeben. Also was ich dazu sagen kann, ist, dass wir den Großteil unserer Projekte kommt wirklich über Empfehlungen, wo Leute sagen, boah, anstrengendes Projekt, es sind schon 3 Leute abgesprungen, weil sie es einfach nicht packen vom Empowerment, vom wie auch immer. Workload oder? Sprech mal einen Clemens an, so, der hat immer eine Lösung, so, oder er hat immer Leute parat, die übelst motiviert sind, so, ja. Und ja, tatsächlich, und ich habe zum Beispiel, hat mich ein ganz erfolgreicher Projektmanager mal nach einem Projekt angerufen. Der hat zu seinem Auftraggeber gesagt, wenn der Brixner, damals war er noch per Sie, wenn der Brixner hier Planer ist in dem Projekt, dann braucht ihr keinen Projektsteuerer. Fand ich interessant für mich, ja, um das zu hören. Und er hatte dann zu mir gesagt, seit, ich weiß nicht wie viele Jahre, also der war früher auch bei einem sehr großen bekannten Unternehmen, war er Geschäftsführer und so. Und der hat gesagt, er hat noch nie ein Bauprojekt erlebt, wo die Stimmung so gut ist. Und die Stimmung war, also wie bei allen anderen Projekten, aber der Umgang miteinander war gut. So, und das hat er so gespürt einfach so. Er hat gesagt, hey, die Leute, die greifen ineinander, die unterstützen sich, statt sich ein Bein zu stellen. So. Natürlich gab's da auch mal, hat man sich gefetzt und so, ja, also ist doch völlig normal. Aber es war so, ich nenne den Projektrespekt, ja, so man hat das im Sinne des Projekts, hat man
hat man einen super Umgang miteinander gehabt, weil man gemeinsam Erfolg wollte. So. Und das ist dieser gemeinsame Spirit. Sehr cool. Habe ich auch mega Spaß dran. Will ich auch dich mit anstecken, auf jeden Fall. Ich will euch motivieren. Kontaktiert uns wirklich. Wir freuen uns über Kommentare. Wir freuen uns über Feedback. Wenn ihr seht, dass wir an den Videos irgendwas besser machen können oder wenn ihr sagt, hey, der andere, der hat da irgendwelche super krasse Videoeffekte reingemacht, könnt ihr das nicht auch machen, ja? Sagt uns das, vielleicht haben wir Bock drauf, dann machen wir das, ja. Also wenn das euren Spaß oder eure Motivation steigert, was ganz wichtig ist, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, nennt uns die. Wir machen gerne über die Themen Podcast, Videocast, eine Aufnahme. Ja, gerne. Schreibt auch gerne ein Buch drüber und lasst euch einfach von unserem Spirit antreiben. Lasst euch da mit anstecken. Wir werden noch Communities anbieten. Das heißt, schaut nach unseren Communities, schaut, dass ihr in Austausch kommt. Was ich immer super finde, ist, wenn Mitarbeiter, wenn Externe, wenn Kunden sich miteinander verknüpfen, wenn Seminarteilnehmer sich miteinander verknüpfen. Teilweise habe ich schon gehabt, dass ich Planer gecoacht hatte, ich denen auch ein Projekt vermittelt habe und die heute zusammen eine Firma haben. So. Cool. So, und Es liegt so viel Potenzial manchmal auf der Straße. Genau. Es gibt auch diesen Spruch, es liegt Geld auf der Straße, jedes Potenzial. Ja. Und das findet man links und rechts und am Ende muss man miteinander reden, damit man wirklich auch merkt, okay, cool, das geht. Ja. Ne? Aber ist dasselbe so, wenn du jetzt irgendwo, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es in Brasilien so Eisstände oder so, oder so Getränkestände oder irgendwas. Ja, gibt's. So, wenn du da hingehst und einer verkauft, hier schmeckt der Trink, vielleicht schmeckt er. So, kaufst du, also da denkst du ja auch so, Alter, was ist das für ein Verkäufer? Oder was ist das für ein, oder? Soll ich wirklich kaufen? Okay, dann vielleicht doch nicht. Genau. Ja, oder auch beim Koch, also wenn du irgendwo essen gehst oder so, ne, du merkst ja auch, ob der Koch da extremen Spaß dran hat oder die Bedienung extremen Spaß hat, dich zu bedienen, so im Restaurant, so. Und das sind so Themen, dann bist du auch gleich dabei, dann kaufst du nochmal einen doppelten Espresso und kaufst nochmal einen Nachtisch. So, wenn da einer ist, der 1,5 Stunden nicht kommt und guckt, ob ein Getränk leer ist. Ich krieg schon Hunger, wenn du davon Essen redest. Ja. Ich höre die Glocken aus sogar, Leuten. Aber du bestellst ja nicht nochmal einen Nachtisch oder sowas. Also das heißt, wenn eine Bedienung extrem einen guten Spirit hat oder sowas, gute Motivation hat und das kannst du überall hin, diese Motivation. Und es macht Spaß, als Kunde, als für jeden. Genau, Gast irgendwo zu sein. Genau. Nochmal ganz kurz zu dir zurück, genau richtig zusammengefasst. Wegen deiner Motivation, deiner Begeisterung. Du warst schon immer kreativ, warst dein Leben lang eigentlich sehr analytisch auch. Ja. Hat dir geholfen. Bisschen delinquent als Kind, irgendwie Sachen mal mitgenommen von der Baustelle, genau. Lustig, dass du bei dem Thema... Ich weiß auch immer nicht, ob die Baumhäuser, ob die nach Baurecht gebaut wurden. Also wahrscheinlich waren das auch alle Schwarzbauten mit Sicherheit. Kann man, ja gut. Aber das muss man ja auch mal erleben, ne? Genau, richtig. Das sind halt die Jugendsünden irgendwo. Wahrscheinlich heute doch. Ich find's einfach toll, dass du diesen Weg irgendwie weitergegangen bist, ne? Und du hast wirklich was gefunden, du hast vieles ausprobiert und hast aufgebaut, hast dich weitergebildet und bist am Ende Ganz da gelandet, wo du hier bist. Und du sagst ja selber, du hörst dich auch nicht auf, ne? Ist jetzt nicht so, dass du sagst, du lehnst dich zurück, das war's, jetzt ist alles tutti, sondern du bildest dich. Ich sehe das ja immer hier. Es sind überall 1000 Bücher, du redest mit Leuten, du willst auch immer mehr wissen, ne? Es reicht dir nicht, dein Wissensstand von heute einfach, dass du damit zufrieden bist, sondern du möchtest auch mehr. Das heißt, solche Seminarteilnehmer wollen wir auch, also die auch mehr wollen oder auch für ihr Team mehr wollen. Ja, kann ja auch sein, ne, dass du irgendwie ein Team führst und sagst, ey, ich will, dass meine Leute auch so einen Spirit bekommen oder der Spirit angetrieben wird. Du hast auch in Projektphasen du hast so Sturmphasen, Sturm- und Drangphasen und dann gibt's so Phasen, wo es einfach abflautet. Wo du einfach merkst, was ist gerade los in dem Projekt so. Und auch da ist wieder sinnhaft, dein Team in so einer Phase wieder irgendwo mal auf ein Seminar zu schicken oder sowas, ja. Von daher, ja, wir versuchen das immer hochzuhalten, damit wir auch andere Leute inspirieren können. Du hast eben was erzählt das ist mir gerade eingefallen, genau. Vielleicht ist das gerade eine gute Brücke, ne? Projektleiter, Projektentwickler und so weiter. Ich weiß nicht, wäre das jetzt so eine Möglichkeit, dass wir mal in diese Richtung gucken? Switch, ja. Also du hast ja vorhin auch gefragt, wen sprechen wir an, ne? Wir können schon explizit mal auf einzelne Tätigkeiten eingehen. Der Unterschied, oder wir unterscheiden grundsätzlich auch zwischen der Charaktere Projektentwickler und Projektsteuerer. Ja, also wenn wir gerade so in der Bauprojektleitung sind, da gibt es dann natürlich noch einen Bauleiter und so weiter, aber ich würde jetzt mal auf der Basis bleiben. Projektentwickler, Projektsteuerer. Da haben wir auch einen Fokus mit einem Seminar drauf. Und grundsätzlich muss man sagen, die Projektentwicklung ist bei der AHO unter Projektsteuerung als
Teilleistung aufgeführt. Was ist die AHO? Die Honorarordnung, wonach Projektsteuerer sich dann richten in der Gestaltung ihres Honorars oder ihres Leistungsbildes. Und da wird gar nicht großartig unterschieden. So, ne? Aber wenn ich jetzt Seminarteilnehmer habe oder wenn ich Teams habe, die ich betreue, da unterscheide ich dann schon sehr wohl, habe ich jetzt einen Projektentwickler vor mir oder einen Projektsteuerer vor mir. So, ne? Und das sind einfach unterschiedliche Charaktere. So. Und ein Projektentwickler, das ist der analytisch in Form auf Planbasis zu denken, ne? Vorausschauend zu denken, vielleicht auch visionär zu denken, ja. Vorbereitende, das ist der vielleicht auch, wie soll man sagen, also strukturierte in Form von eine Struktur zu setzen für ein Projekt, eine Struktur zu setzen auch für seinen eigenen Arbeitsalltag. Und ein Projektsteuerer ist in der anderen Seite die Charaktere, auf menschlicher Basis die Struktur durchzusetzen, umzusetzen, zum Beispiel auch. Also der Steuerer ist im Alltag, wenn es vielleicht losgeht. Ich glaube, in der Projektausführung. Ne? Also er ist auch in der Projektvorbereitung, aber ein Projektentwickler sitzt viel weiter vorne. Ne? Also der ist in der Projektinszenierung. Das heißt, der hat mit viel mehr Visionen zu tun. Und ein Projektsteuerer, der geht dann schon stark ans Handfeste. So, ja? Also der sagt, der macht die Umsetzung im Prinzip. Der sagt dann, jetzt werden Grundlagen ermittelt, jetzt wird eine Vorplanung gemacht. In dieser Vorplanung gibt es jetzt 3 Varianten. Und die 3 Varianten, die werden jetzt also bewertet, die protokolliert die, ja, bereitet die so auf, dass der Auftraggeber aus diesen 3 Varianten dann wieder eine Entscheidung treffen kann. Mhm. Ja, dann wird aus diesen 3 Varianten wird dann der Entwurf, ja, dann gibt es eine Entscheidung zum Entwurf. Dieser Entwurf wird weiter ausgearbeitet. Der Projektsteuerer plausibilisiert, also der ist schon sehr handfest in dieser Materie drin des Projektes. Und hat da natürlich auch viel mit den Dienstleistern oder mit den Planern zu tun, die dieses Projekt quasi planen oder umsetzen. Also das heißt auch nachher mit den umsetzenden Firmen oder mit den ausführenden. Kann der Projektentwickler auch gleichzeitig oder Planer auch gleichzeitig der Projektsteuerer sein? Oder? Klar kann er auch sein. Also ich habe auch sehr lange Projektentwicklung und parallel dann auch Projektsteuerung gemacht. Also kann schon sein. Und ist das besser oder schlechter? Also fängt immer von der Charaktere ab, ob eine Person diese 2 Charakteren verkörpert. Und deswegen spreche ich von Charakteren, weil meine Beobachtung ist einfach, das ist meine persönliche Meinung, meine persönliche Beobachtung, steht in keinem Buch drin oder so, ne? Aber dass er einfach die Type Projektentwickler, wir haben es auch schon probiert, Projektentwickler in Projektsteuerungsprojekte reinzubekommen. Die Schwierigkeit da ist, dass die sehr, wie soll man sagen, vorbereitend arbeiten und Projektsteuerer ist sehr durchsetzend arbeitet. Der Projektentwickler versucht verschiedene Möglichkeiten abzuwägen. Er versucht das breite Feld abzuwägen. Ein Projektsteuerer versucht spitz in den Markt zu gehen, der will umsetzen, der will spitz ins Projekt zu gehen, der will umsetzen, der will Ergebnisse sehen, der will aus den Ergebnissen analysieren. So. Wo siehst du mich? Du kennst mich ja ein bisschen so, wo würdest du mich einordnen? Was sagst du, was für ein Typ ist er? Ist er eher ein Planer? Ist er eher Steuerer? In welche Richtung würdest du mich schmeißen? Dich sehe ich tatsächlich viel mehr in der Umsetzung. Also ich sehe dich mehr als Projektsteuerer tatsächlich. Du bist sehr stark kommunikativ. Du bist sehr stark motiviert. Also du bist eine Persönlichkeit, die auch sehr stark motivieren kann. Das heißt also emotional auch mitwirken, also mitfühlen auch einfach, empathisch sein, ja. Du brauchst das Team, du brauchst die Leute um dich rum. So, also du fühlst dich wohl, wenn du Leute um dich rum hast. Du moderierst auch gerne. Und das sind so alles so Charaktereigenschaften, ja, die bei einem Projekt sehr von Vorteil sind. So, ne? Also, wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus, aber du tust dir halt einfach auch leichter. So, ne? Ich könnte mir jetzt weniger vorstellen, dass du jetzt auf Projektentwicklungsseite arbeitest. Also da würde man dich genauso auch als Quereinsteiger irgendwo einbringen. Aber da bist du halt sehr analytisch unterwegs. Du hast sehr viel mit Rechenmodellen zu tun. Du hast als technische Projektentwickler, also auf Planerseite her, musst du sehr viel verschiedene Möglichkeiten abwägen, sehr viel verschiedene Planrahmen abwägen. Und da sehe ich dich viel stärker in der kommunikativen Seite. So. Okay. Von daher, Projektsteuerer wäre für dich oder auch Projektleiter. Das heißt, du bist ja dann, wenn du jetzt auf Auftraggeberseite Projektleiter wärst, dann wärst du übergreifend der Kommunikateur quasi zwischen Auftraggeber für den Auftraggeber und zwischen den Auftragnehmern
Sei es Planer, sei es Gewerke, also ausführende Firmen, ja, und natürlich aber auch Behörden und sonstige Stakeholder, ne? Also von daher, Könnte man da jetzt noch tiefer reingehen und das noch ein bisschen genauer erklären? ja, klar. Also kann man viel tiefer reingehen, würden wir auch eine Erklärung zu machen. Machst du, oder? Genau, aber dich sehe ich im Heusteurer. Okay. Super. Sehr cool. Malte, was hast du noch für Fragen? Ganz viele. Ja. Ganz viele. Nein, aber ich meine, genau richtig. Was wäre jetzt so der nächste Schritt? Ne? Also du hast mir gerade so ein bisschen erklärt, den Unterschied zwischen einem Projektentwickler und Projektleiter, Steuerer. Ja. Genau richtig, dass es auf jeden Fall auch typbedingt ist, dass es manchmal dieselbe Person sein kann, manchmal aber auch zwei separate. Ne? Ja. Und was muss ich sonst noch wissen? Ne? Wir machen ja jetzt eine kleine Also das war jetzt schon Inhalt aus der Schulung, aber von der Übersicht grundsätzlich ist es einfach wichtig, auch ganz klar zu sagen, dass man was aus dem, was man bekommt, auch was machen muss. So, ne? Also nur weil du jetzt eine Schulung, nur weil du jetzt hier sitzt und ich dich beriesel, ja. Bin ich morgen kein Projektsteuerer wahrscheinlich, ne? Genau, du musst in die Umsetzung kommen und ich sehe das immer als die Erfahrung, du musst die Erfahrung machen. Ja, also wenn du kannst 10 Bücher lesen, aber erst wenn du die Erfahrung machst, dann kannst du die Verknüpfung zu dem Geschriebenen oder Gelesenen herstellen. So. Und das ist dann nachher das, wo du dann nachher sagst, okay, jetzt bin ich ein Projektsteuerer oder jetzt, ne? So. Vorher hast du vielleicht ein Zertifikat gemacht oder sowas, ja. Es gibt auch ganz viele, die das machen und dann haben sie ihr Zertifikat. Ich habe sogar schon mal gehört, dass es Leute gibt, die da auch eine Sucht zu haben, ja. Zertifikate. Die machen dann Segelschein, Flugschein, all mögliche Scheine und so, weil die dieses Zertifikat haben wollen. Aber die sind dadurch noch lange kein Pilot. Ja, oder ich habe mal gehört, dass du Motorradfahrer ab irgendwie zig 100.000 Kilometern erst ein richtiger Motorradfahrer bist oder ein sicherer Motorradfahrer bist. Und gibt es bestimmt irgendwie einen Begriff dafür, ne? Zertifiziert Sucht, nein, Zertifizierungssucht, genau, so ein Junkie, Zertifizierungsschein. Kann man bestimmt googeln. War das nicht Michael Jordan? Da gab es, wie hieß denn der andere Basketballspieler mit den bunten Haaren? Rodman. Ja, genau. Rodman. Das ist Rodman. Dennis Rodman. Ich glaube, er war es. Der hat gesagt, du musst Minimum 100 Mal die gleiche Übung gemacht haben, dass dein Gehirn das eingebrannt hat. Diese Übung, dass du nicht mehr darüber nachdenken musst. Und das ist immer das Thema so. Du kannst ja nicht ständig darüber nachdenken, was du gestern in dem Buch gelesen hast. Ja, das rufst du mal auf. Aber wenn du 10 Bücher liest, also dieser Informationsfaktor, der wird ja immer größer. Du kannst ja dein Gehirn wird ja irgendwann überlastet. Und das Gehirn will eigentlich vergessen. Mhm. Deswegen legt es Gelesenes gerne in Erfahrungen ab. Und Erfahrungen gehen dann ins Knochenmark über. Ja? Also ja, das ist wirklich so. Ja? Du kannst dann wirklich in deinen Muskel diesen Basketballwurf einspeichern. Du denkst dann nicht mehr drüber nach, dass du jetzt so und so viel Kraft aufwenden musst. Das ist genau wie beim Laufen. Du denkst nicht drüber nach, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß. Sondern du legst das in deinen Muskeln ab. Und das Gleiche möchte ich einfach mitgeben, ist auch mit Seminaren. Ist genau das gleiche Thema. So, ja? Also du kannst dir so ein Online-Seminar, kannst du dir reinpfeifen, ja, auf einer 6-Stunden-Fahrt nach Hamburg oder so, von Stuttgart nach Hamburg oder so. Ja. Machen auch hoffentlich alle. Ja, ja, kann man machen, dann sind es auch wieder 60 Stunden. Aber effektiver ist, dass du dir ein Modul vornimmst, dass du dir das anhörst oder auch liest und dass du dir dann dazu Verknüpfungen sammelst. So. Das geht nicht immer, gerade im Projektgeschäft geht das nicht immer sofort. Also du kannst nicht rausgehen und sagen, ich mache jetzt Erfahrung in Bauleitung oder sowas oder in Bauprojektmanagement, ja, weil halt gerade kein laufendes Bauprojekt vorhanden ist oder sowas bei dir oder deinem Unternehmen oder sonst wie. Ja, also es gibt's auch. Wie bekommt man dann die Erfahrung, wenn man ist sie ja noch gar nicht, ne? Aber wie kommt man da ran dann? Genau. Vor allem als Quereinsteiger. Ja, genau. Deswegen musst du natürlich schauen, okay, Austausch ist cool. Du kannst auch dich einfühlen, gerade wenn du mit Empathie, sage ich mal, wenn du empathisch bist, dass du dich einfach auch bei Erfahrungen von anderen erstmal einfühlst und sagst, okay, oh krass, der hat das so und so gemacht, ja. Dann fängst du schon mal an, so die erste, das Unterbewusstsein damit zu beregnen und dann irgendwann halt die Erfahrung. Also wie gesagt, ich habe auch oft mehrere Projekte gleichzeitig in verschiedenen Phasen gemacht, konnte daraus wieder Verknüpfungen machen. Ja, also da war ich bei dem einen Projekt in der Planungsphase, bei dem anderen in der Ausführungsphase. Und dann habe ich gemerkt, okay, da wird das so und so und so gemacht und konnte das dann gleich wieder in die Planungsphase zurück projizieren. Und das sind dann halt auch Erfahrungsthemen so, ja. Und dann sagen die Leute, woher wusste er das so? Ja, weil ich halt eben gerade parallel das gemacht habe. Wenn Projekte zeitlich entzerrt sind, also manche Projektleiter fangen an in der
Planungsphase, gehen dann in die Ausführungsphase und dann fangen sie wieder an in der Planungsphase. Und du musst dir vorstellen, wenn das 5 Jahre ist, also wenn der Block 5 Jahre sind, dann ist ja deine Wiederholung, bis dahin hast du deine Erfahrung quasi schon wieder vergessen vielleicht oder sowas. Ja, also es ist unheimlich wichtig, dass ihr da kreativ seid und dass ihr Study Cases macht, dass ihr auch mal irgendwo anders mitgeht. Ja, also ich habe auch oft, bin ich woanders mitgegangen, habe Kollegen gefragt, hier kann ich bei dir mal das Projekt XY anschauen oder so, kannst du mir mal das bitte zeigen. So viele Leute sind hilfsbereit, helfen gerne auch, dir was zu zeigen, wenn du in Brasilien wieder bist. Du wirst mit einer anderen Brille, mit der Klingensbrille da unter Umständen rumlaufen. Dann kannst du auch mal jemanden anquatschen und sagen, weggeben. Und kannst auch mal jemanden anquatschen und fragen, hier, wie macht ihr das hier in Brasilien und so? Ihr Clemens hat mir das in Deutschland so und so erklärt, ja. Und ja, es ist wichtig, ja, also das auch zu machen, sich da auch zu öffnen für. Und ich habe es nicht anders gemacht. Und oder dann eben auch zu sagen, okay, hier kann ich irgendwo mal in einem Projekt mitwirken. Oder wenn du Mitarbeiter fragst oder Kollegen fragst, ey, kann ich dich mal irgendwo unterstützen oder ne? Oder wenn dich jemand nach Unterstützung fragt. Ganz einfach. Es gibt oft genug, dass jemand sagt, er hat hier gerade Engpass oder sowas und sagst, ey, ich kann dich hier mal 3 Tage unterstützen oder sowas. Also schon hast du wieder andere Einblicke. Und das ist das Coole so, ja. Oder sagst du zu jemandem, wenn du mehr über Terminplanmanagement erfahren möchtest, oder sagst du, hey, kannst du dich beim nächsten Mal mitnehmen, wenn du einen Terminplan aufsetzt für ein Projekt. Und hockst du dich da 4 Stunden daneben. Aber mal ganz, ganz konkret, einfach so ein ganz simples Beispiel. Der Olaf Becker gewesen, der kommt jetzt als Quereinsteiger zum Projektsteuerer. Ja. Was wäre da so ein Beispiel, wie das aussehen könnte? Wie könnte er diese Arbeitserfahrung bekommen? Weil niemand würde ja sagen, cool, du hast jetzt ein Training gemacht. Alles klar, dann bist du jetzt Projektleiter beispielsweise. Also wie tastet man sich daran? Ja. Und wie viel Zeit müsste man dann noch, wie lange wird es dauern, bis man wirklich dann auch eigenständig auf eigenen Füßen arbeiten könnte? Das würde mich tatsächlich interessieren, weil es gibt ja einige hier wahrscheinlich, die sich das anschauen und sagen einfach so, ich möchte gerne in die Branche gehen, aber ich werde wahrscheinlich nicht morgen anfangen können. Ne? Also wichtig ist, wie gesagt, dass du jede Möglichkeit nutzt, etwas aus dem, was du erlernt hast, zu machen und in die Eigenverantwortung gehst. Das wirklich, und das ist das, mach was draus, geh in die Eigenverantwortung. Und wenn du die Chance hast, dass dir jemand das Vertrauen gibt und sagt, du kannst jetzt eine Projektleitung machen mit dem, was du an Ausbildung mitbringst, aber vielleicht nicht an Erfahrung, und er dir aber ein Team zur Verfügung stellt, auf das du zurückgreifen kannst, oder halt, wie gesagt, ein Coach, dann, also ist eine super Erfahrung, also ist eine super Gelegenheit für dich. Und dann musst du rechnen, so ein Bauprojekt ist so etwa 2-3 Jahre laufen die Bauprojekte, ja. Wenn du mal alle Phasen durchgemacht hast, hast du einen anderen Überblick über so ein Projekt, als wenn du nur toujours immer eine Phase machst. Wir hatten ja auch das Thema Unterschied zwischen Projektentwickler und Projektsteuerer. Viele Projektentwickler kennen nur die Entwicklungsphase. Die kennen gar nicht die Umsetzungsphase, müssen aber schon das Fundament für das Projekt schaffen. Bist du müde? Kaffee. Ja, gleich jetzt Entzug. Also nochmal, der Unterschied auch da zwischen einem Projektentwickler und einem Projektsteuerer ist einfach, dass viele Projektentwickler auch nur in der Projektentwicklungsphase gearbeitet haben. Die müssen aber das Fundament schaffen für ein Projekt, was irgendwann in Ausführung geht. So, und da tut's schon gut, wenn auch mal ein Projektentwickler mal alle Phasen mit betreut hat. Ja, oder eben diesen Austausch, diesen kommunikativen Austausch dann macht und diese Erfahrungen dann von den Jungs, die quasi die Umsetzung machen, dann in die Projektentwicklung wieder reinbringen. Also da gibt's unheimlich viel Austauschpotenzial, gerade in Bauern. Es entwickelt sich stetig weiter, die Technologie, alles, obwohl wir manchmal auch gefühlt noch mit alter Technologie arbeiten, aber es sind so viele neue Richtlinien, neue Gesetze und da tut's einfach gut, diesen Austausch zu führen. Deswegen Kommunikation ist A und O und einfach auch Selbstverantwortung aus dem, was zu machen. Und je mehr du mit diesem Aspekt dich selber vorantreibst, desto schneller geht's dann auch. Deswegen kann ich nicht pauschal sagen, du brauchst 3 Jahre oder du brauchst 1 Jahr. Also wie gesagt, wir haben Leute, die haben mal Berührungspunkte mit dem Bau gehabt, sind aber komplett branchenfremd gewesen. Und die haben wir eingeführt, die waren nach einem halben Jahr, 3/4 Jahr, waren die so, dass du die schon relativ alleine hast laufen lassen können. Okay.
Sie haben Von jedem, das ist eine individuelle Sache natürlich. Genau, es kann ja. schnell gehen, kann aber auch ein bisschen länger dauern. Die haben natürlich, also da würde ich dann nicht sagen, das ist ein eingefleischter Projektsteuerer oder sowas, aber er ist in einem Team von Projektsteuerern oder Projektmanagern oder Projektleitern, der kann aufs Wissen zurückgreifen, aber er übernimmt die Verantwortung da. Aber wir sprechen jetzt nicht von 5 bis 10 Jahren. Also es geht definitiv. Nein, es kann schneller, sehr schnell. wenn man möchte, Mhm. wenn man die Chancen hat. Genau. Okay. Und wenn du dir überlegst, dadurch vielleicht dein Leben komplett zu verändern, ja, weil du Das vielleicht ist ja eine kleine Investition. Schreckt ja manchmal zurück und sagt, jetzt 2, 3 Jahre da irgendwie nochmal zu investieren, da fast wie eine neue Berufsausbildung. Es ist eine Umschulung im Prinzip. Ne? Es ist im Prinzip eine Weiterbildung. wie lange dauert der Führerschein? Den machst du auch nicht von heute auf morgen. Ja, das ist mir übrigens eben auch eingefallen, als du erzählt hast von Praxis, ne, und Theorie und Ja. die Geschichte, das Erfahrungssammeln. Weil ganz ehrlich, wenn man die Theorie lernt, das bringt, also man wird nicht Auto fahren können damit. Ne? Man kennt Genau. ein paar Regeln, aber sobald man sich jeder kennt, das, Genau, du kennst wer die ein Auto fährt, Stoppschilder und wenn man sich reingesetzt hat am Anfang, weiß noch, wie das war. ja. Man ist ja wirklich losgefahren und es war grausam schon fast, ne, weil man einfach nichts gecheckt hat. Gibt's heute eigentlich noch Autos mit Gangschaltung? Ich weiß, in der Fahrschule? Weiß nicht, ich habe vor kurzem einen Tesla gesehen, wo ich auch gedacht habe, interessant. Mit ne? Gangschaltung? Nee, nicht mit Gangschaltung, aber wo ich dann auch dachte, krass, jetzt Also ja, Fahrschule. der man schon in der Fahrschule im Tesla zu fahren, der fährt ja im Prinzip alleine schon fast, ne, fast Ja. autonom. Wie sollen die Menschen danach fahren? Ne? Da hatte ich zum Beispiel auch, da war ich auch als Kind so wissensbegierig, dass ich dann, ich glaube mit 14 das erste Mal Auto gefahren bin. Oh ja. Da bin ich Auch in so einen Zaun reingefahren. Genau, richtig. Auch wie eine kleine Jugendsünde. Genau, nicht, ist schon verjährt. Bin ich über eine Wiese gefahren und in der Wiese war dann so ein Stacheldrahtzaun, bin ich voll reingebuttert. War das Auto kaputt. Ja, also mein Vater, der war da verantwortlich, der war da mit dabei. Der hat das dann alles wieder geregelt. Aber da habe ich das dann schon gelernt und in der Fahrschule hat der Fahrlehrer gesagt, du wirst der erste Fahrschüler sein in meiner Ära, mit dem ich zusammen geblitzt werde. Weil ich dann schon immer voll. Wurdest du? Nee, aber ich bin immer potenziell schneller gefahren, als ich durfte. Auch nicht nachmachen. Also, das sind hier genau richtig. Ja. Okay. Nee, Haben wir auch schon. von daher, genau. Also, ich sage jetzt mal, es ist auch jedem überlassen, wie viel Arbeitsload er sich selber gibt. Ja. Manche können vielleicht auch nicht anders, weil sie noch, was sie sich ein Kind zu versorgen haben oder so, ja. Manchen ist, die platzen vor Langeweile, die können sich komplett vollladen mit Arbeit, ja. Gas geben. Ja, von daher, wir suchen auch immer wieder Unterstützer, Leute für Projekte, Teammitglieder und so weiter. Da sind wir erstmal offen. Wichtig ist, dass du in der Eigenverantwortung selber das System hast. Okay. Kurze Zwischenfrage vielleicht. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen random, aber wie sieht die Baubranche allgemein aus? Tut sich da gerade viel in Deutschland? Ist es eher Ja, die Hochphase ist auf jeden Fall mal durch. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, Stagnation oder Senkenphase, aber was auf jeden Fall komplett eingefallen ist der Wohnungsbaumarkt. Das Thema ist ja relativ durch. Das läppert sich jetzt so ein bisschen vor sich hin. Man versucht jetzt wieder mit ein paar Lockerungen gesetzlich und auch mit Fördermitteln diesen Wohnungsbaumarkt wieder anzuschieben. Sehr zäh. Das ist interessant, dass du es sagst, weil ich bin irgendwie durch Bremen gefahren und auch ein paar andere Städte und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass doch relativ viel Altes abgerissen wird und viel Neues gebaut wird, Flächen genutzt werden, die vorher irgendwie eher überhaupt nicht bebaut waren. Ja. Und überall werden sind Wohnprojekte irgendwie geplant. Das zum einen. Und eine andere Geschichte, was ich auch gesehen habe, was ich super spannend finde, da hast du wahrscheinlich auch irgendwie Geschichten drüber oder kannst was erzählen. Muss jetzt nicht sein, aber kannst vielleicht irgendwie danach mal. Steckhäuser, ne? Also Fertighäuser. Ja. Ich habe ich gesehen, da war das Fundament. Da, bin ich angekommen, hab's gesehen, also der Boden wurde gemacht, das war schon irgendwie 2 Wochen vorher wurde er gemacht. Und auf einmal, am nächsten Tag höre ich draußen so ein bisschen hier den Hammer und so und irgendwie größere Geräte. Da waren wirklich super viele Gewerke zusammen, Elektriker, irgendwie hier Dachdeck, waren alle da. 2, 3 Tage das Haus stand. Mit Jalousien drin, Fenster drin. Okay, krass. Der Hammer, also wo ich auch... Na gut, das ist ein Blockhausbau oder so, also das Ja, alles geplant, das alles zur selben Zeit, Ja. aber wirklich mit Betonwänden, ne? Also haben die das zusammengesteckt. Und das hieß so wie Steckhaus oder sowas, stand da auch auf bei der der Feier. Okay. Naja. Ja, also es gibt, das Gute ist halt an Fertigteilbau, ob das jetzt Holz oder andere Materialien sind, du hast einen hohen Vorfertigungsgrad und wir haben halt einfach wirklich extremen Fachkräftemangel auf den Baustellen in Deutschland oder in den Bauunternehmen in Deutschland. Wir haben die letzten Jahre eine extreme Baupreissteigerung erlebt und Wegen Materialkosten? Ja, Personal, Materialkosten, alles. Also Stahl ist auch mal in die Höhe geschnellt und dann wieder gesunken. Also es ist sehr, sehr, sehr volatil. Also sehr
schnell verändernd auch auf dem Markt, die ganzen Preise. Und teilweise wurden, also ich habe von einem Hersteller, der so Schnellbautrennwände herstellt oder WC-Trennwände herstellt, ne? Der hatte mal aus Angst, dass er kein Material kriegt, Grundmaterial für seine Platten, hat er 3 Hallen gebaut und hat halt in allen Baumärkten alles aufgekauft an Spanplatten. Ach, er war das. Der war das. Deswegen habe ich keine Bautrennwand für meine Toilette bekommen. Damals hast du keine USB-Platten dann in seinem Umfeld bekommen. Er hat dann alles aufgekauft. Und dann solche Themen beeinflussen natürlich auch den Markt, weil der kauft ja dann danach auch kein Rohmaterial ein, dann steigt der Preis wieder und so weiter. Oder sinkt, weil die Nachfrage nicht da ist. Ne? Also, aber so richtig fassen kannst du es nicht, weil alles gerade sehr stark von verschiedenen Faktoren beeinflusst wurde. Und dann gab es eine Zinserhöhung und damit ist ja dieser Wohnungsbau ist komplett eingebrochen eigentlich. Also es hat keiner mehr selber einen Hausbau finanziert, außer die es unbedingt mussten. Also es wurde nicht mehr so schmackhaft gemacht mit 1%, ja. Und dann überlegt man sich schon 3-mal, ob man dann baut. Zu einem höheren Zinssatz kann man sich das noch leisten. Dann ist das noch im Plan drin, ne? Weil es irgendwie eine Planung Kosten, lohnt sich das, genau, am Ende des Tages. Genau, das habe ich auch. So Beispiel, also als ich angefangen habe, so die ersten Häuser, die ich gebaut habe, da war so, ich sage jetzt mal jetzt kein Luxus, aber ein gutes Einfamilienhaus, bist du so mit 450.000 bist du klargekommen. So. Heute kaufst du ein Reihenhaus so um die, zwischen 700.000 und 1 Million. Also 890.000 ist schon gängig. So, es hat sich eigentlich verdoppelt so. Und das ist schon eine Ansage, weil du musst ja das unter Umständen auch abzahlen, wenn nicht kein großes Erbe hier kommt. Wenn es nicht gerade rumliegt. Genau, und dann machst du ja dann schon so deine Gedanken, ne? Für ein Reihenhaus, was ja auch seine Wertigkeit hat. So, ne? Was gerade sehr gut läuft, sind Themen Infrastruktur, Themen Energieausbau, wobei auch da merken wir gerade beim Energieausbau, dass da auch gerade, ich sage jetzt mal, der Gürtel ein bisschen enger geschnallt wird. Die ganzen Technologiebereiche, Arzneibereiche, also Medizinbereiche laufen super. Airports, also Flughafen, Transportation ist ein bisschen, also Flughafenbau ist ein bisschen, nicht wirklich aktiv. Wobei Bahnen natürlich weitestgehend, die haben hohen Sanierungsbedarf. Nach BRE ist wahrscheinlich dann ist man dann erstmal müssen. Da fassen wir jetzt lernen, sonst werden wir nicht genau. Nee, mal ganz kurz, warum gibt es also Probleme beim Energieausbau? Ich dachte immer, das ist ein super wichtiges Thema. Also ich denke, dass es auch ein Zusammenhang ist mit den Fördermitteln, die halt in den Markt gespült werden. Und wenn die Töpfe halt ausgeschöpft sind, dann wird's halt auch ruhiger, ne? Okay, das hängt dann auch so ein bisschen von der Regierung ab. Ja, genau. Der Fokus ist, wo gibt's Fördergelder? Richtig. Genau, was wird gerade, okay. Richtig, jetzt haben wir zum Beispiel in Baden-Württemberg eine neue Landesbauordnung. Das heißt, gesetzliche Vorgaben, die wir halt für die Baueingabe, also für die Baugenehmigung dann halt auch einhalten müssen und auch natürlich in der Umsetzung. Und diese neue Landesbauordnung soll auch Dinge vereinfachen und damit wird sich auch erhofft, dass dann auch das Bauen günstiger wird. Dann kamen aber wiederum andere Verordnungen, wie man zum Beispiel Gerüste aufstellt oder Betonagen begleitet oder dokumentiert. Die machen es natürlich dann wieder aufwendiger. Also so ein bisschen Bürokratie spielt damit, so ein bisschen der ganze Markt spielt damit. Ja, ich glaube, man tut sich aktuell, vielleicht um das abzuschließen, man tut sich aktuell mit einer kleineren, agileren Struktur als Unternehmen einfacher wie eine große Struktur. Ne? Ja. Wenn man nicht einen großen Markt dahinter stehen hat, wie, was weiß ich, eine Technologie, Chip-Herstellung oder sowas, dann ist man da besser bedient, wenn man kleiner und agiler bleibt, ne? Und sich nach der Nachfrage orientiert. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, das wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie die Börse. Das ist ja auch, es gibt immer wieder Phasen, aber langfristig steigt alles trotzdem. Also ich denke mal nicht, dass die Baubranche einbrechen wird und es wird nicht mehr existieren, ne? Weil es wird ja bauen wird immer müssen. Man wird immer bauen müssen, es müssen immer wieder Gebäude renoviert werden oder was Neues gebaut werden. Wohnraum wird immer knapper und da wird es auch wieder Lösungen geben. Ne? Die Frage ist nur, wie attraktiv ist es dann als Unternehmen? Wie attraktiv ist es dann, Arbeitsplätze anzubieten? Wie attraktiv ist es, Investoren zu finden? Ja. Und das kann natürlich alles seine Vor- und Nachteile haben. So, ne? Und es bewegt sich einfach, oder die Veränderung ist einfach gefühlt schneller. Gefühlt hast du so alle 2-3 Jahre eine große Veränderung, die du früher vielleicht alle 8 Jahre oder so hattest. Produkte. Das heißt,
Und dann, ja genau, und dann musst du ja überlegen, du musst ja auch dein Unternehmen dahin ausrichten, aufbauen und so weiter oder dich selber dahin ausrichten, aufbauen und hält uns natürlich, sage ich mal, irgendwo fit, ja. Aber es ist halt eine extreme Herausforderung und so ein Unternehmen innerhalb von kürzester Zeit komplett umzustellen. Du musst ja deine IT-Infrastruktur, deinen Standort, deine Mitarbeiterausrichtung. Ja, du kannst nicht einen Mitarbeiter einstellen und 2 Jahre später sagst du, jetzt machst du komplett was anderes. Weil die Projekte laufen ja über mehrere Jahre oft auch und nicht nur. Richtig, ich meine, das ist dann auch wieder ein Vorteil, dass du auch teilweise mit einem großen Projekt, teilweise auch gewisse seltsame Situationen, wie jetzt zum Beispiel Corona, ja. Also Covid hatten wir zum Beispiel, wir hatten unser Büro damals schon komplett auf Remote-Arbeit ausgerichtet gehabt. Das heißt, wir haben es ganz gut überstanden, ja, während Covid, weil dann auch das Projektteam, der Kunde, der Auftraggeber, der Mieter, alle haben umgestellt, ja, relativ schnell und dann sind wir da relativ glimpflich durchgekommen mit den Projekten, die wir dann damals hatten, so. Aber wenn du natürlich ein Projekt hast, wo du dann Einschränkungen hast oder wie eine Gastronomie, du hast eine Pizzeria und es dürfen keine Kunden kommen oder so. Okay, du könntest ausliefern, aber dann musst du auch schnell umstellen, so. Und dann ist immer die Frage, wie viel kostet dich so eine Umstellung an Energie, an Zeit, an Geld? Genau, also von daher aktuell, sag ich mal, es gab schon bessere Zeiten, aber du hast ja vorher gesagt, es liegt das Geld auf der Straße, man muss einfach nur gucken. Ja. Und wenn der Elon es schafft, auf dem Mars zu landen und dann gibt es ja auch wieder viele Bauprojekte auf anderen Planeten, ne? Da ist ja noch nichts bebaut. Also, genau daher. Man muss sich mit anderen Kräften, statisch und so weiter, wie bekommt man Materialien, wie bekommt man die Menschen dahin? Ja. Mal gucken, ob dann genauso viele Baunormen, Richtlinien und Gesetze da oben. Noch gibt es sie nicht, ne? Noch gibt es sie nicht. Genau. So, was haben wir als nächstes auf dem Tagesordnung? Ich würde doch gerne darauf eingehen, was fängst du dann mit so einem Seminar an? Das wäre für dich noch wichtig. Wir hatten ja vorhin das Beispiel, schau, dass immer eine Verknüpfung zur Erfahrung, ja, das ist wichtig, dass du immer eine Verknüpfung aufbaust zu gewissen Erfahrungen. Und wenn du in diesem Seminar dann Themen über Finanz oder Controlling oder Terminplanung oder was erlernst, dann überleg dir, könnte ich die vielleicht bei meiner nächsten Urlaubsplanung anwenden oder sowas. Auch das sind die Erfahrungswerte, die natürlich nicht spezifisch auf Bauen ist, aber die dann vielleicht das Handwerk, das Werkzeug, allein du musst ja dazu auch Software erlernen, die vielleicht auch dir da weiterhelfen. So, ich mache das unheimlich gerne, unheimlich viel. Hobbys oder auch in der Freizeit, der Umgang mit Freizeitgestaltung ist ein tolles Medium, um da natürlich auch Werkzeuge anzuwenden und auszutesten. Okay. Ja, also von daher, das könnte ich dir noch mitgeben. Und wie gesagt, Vernetzung, Erfahrungsaustausch ist immer unheimlich gut und erfolgreich. Und wo du einfach dein Wissen aus einem Seminar weiterbauen kannst. Ja. Vielleicht, genau, richtig. Wenn du wissen willst, was ich mir vorstelle. Ja. Was ich irgendwie gedacht habe, als wir darüber gesprochen haben, okay, ich könnte jetzt bei diesem Training dabei sein. Wir können dann ein bisschen schauen, wie wir mich ein bisschen weiterbilden können. Ja. Da habe ich tatsächlich so ein bisschen in die Richtung gedacht, dass es wahrscheinlich so einen guten Einblick auch gibt, ne? Weil es heißt ja, wie du auch schon gesagt hast, ist jetzt nicht so, dass man mal ein Training macht und schwupps ist man irgendwie Projektsteuerer. Das geht natürlich nicht so schnell, das ist mir auch bewusst, aber ich glaube, das gibt mir ein unglaublich gutes Bild. Ich bekomme vielleicht ein paar interessante Tools mit oder sowas, die ich irgendwie einsetzen kann schon in irgendwelchen Bereichen, aber ich glaube, es ist eher, um mal so einen richtig guten das Fenster aufmachen und reingucken oder rausgucken, wie auch immer, was es sonst noch gibt. Ne? Weil ich bin aktuell in einem ganz anderen Bereich tätig, aber vielleicht ist es ja was für mich. Und wenn es wirklich ist, dann kann ich weiter investieren. Da gibt es intensivere Schulungen, ja. Es gibt Zertifizierungen, die ich ablegen kann und wahrscheinlich auch dann irgendwie Trainings vor Ort, ne? Oder beziehungsweise richtig, dass man mal Projekte auch begleiten kann, ne? Und Praxis sammeln kann über eine längere Sicht hinweg. Ja, also das wäre jetzt das, was ich mir irgendwie vorstelle, ne? Wovon sprechen wir von diesem Training heute? Genau, und es ist wichtig, dass du dir auch aktiv dazu eine Planung machst. Also dir auch, nimm dir ein Sheet, ein Blatt Papier und mal dir auf, hier ist dein Training und du willst das und das damit verknüpfen oder damit anfangen oder das Training oder Teile aus dem Training hier anwenden oder sowas. Mach das aktiv. Das gehört auch zu der Charaktere Planung, Steuerung, Leitung. Was ich damit anstellen möchte im Prinzip. Genau, okay. Genau, ja, also ein Ziel, ja, du machst eine Zielsetzung für dich. Ja, und dann ist auch deine Motivation, also du baust dann mit einer Zielsetzung auch wieder eine Motivation auf. Und das ist ja nachher auch dieses Handwerk, was du auch als Projektleitung oder Projektsteuerung dann ja auch anwendest, dass du mit
mit so einer Zielsetzung und mit einer Kommunikationsvereinbarung oder, ne, also, dass du mit solchen Mitteln einfach auch eine Motivation aufbaust, wo die Leute sagen, hey, cool, jetzt haben wir uns alle ein Ziel gesetzt und so und jawohl, Chaka, lass uns. Das habe ich übrigens schon immer gehört, super oft. Realistische Ziele, ne? Das ist ein Thema. Auf jeden Fall, ja. Du wirst wahrscheinlich noch darauf eingehen, aber das habe ich schon so oft gehört. Und ich habe schon so oft falsch gemacht in meinem Leben, genau, wie realistische Ziele zu setzen. Ich glaube, das ist sehr menschlich, ne? Dass man sehr gern sich extrem viel vornimmt und am Ende des Tages wenig davon umsetzt, ne? Weil es einfach nicht realistisch ist oder nicht richtig aufgeteilt. Also das kann ich genau. Ja, also vielleicht auch hier, wenn du in der Projektentwicklung bist, da dürfen auch noch die ein oder anderen unrealistisch oder weit hergeholten Ziele enthalten sein. Aber wenn du natürlich in der Projektumsetzung bist, da geht es darum, wie kriegen wir realistische Ziele? Welche Ziele können wir uns stecken und wie können wir die realistisch einhalten oder erreichen? Ja, und das ist schon ein Faktum, was auch immer die beiden Charaktere oder auch die beiden Tätigkeiten ausmacht. Und oft hast du es auch so, dass du in einem Projekt, dann in der Projektumsetzung, oft ist es bei Architekten so der Fall, dass Architekten immer noch in späten Phasen auch nur mit Visionen arbeiten. Und da finde ich, ist es fair, nicht einfach zu sagen, geh weg mit deinen Visionen, wir sind jetzt hier gerade in der Umsetzungsphase, sondern dass man auch dem Raum gibt, weil damit erhältst du auch die Motivation deines Architekten oder deines Planers, ist egal. Aber in dem Fall jetzt einen Architekten, ja, der jetzt vielleicht eine Vision dann nochmal irgendwie da was noch dazu, eine Projektänderung einzubringen oder so. Und vielleicht lohnt es sich dann auch, diese Vision mal wirklich auch durchzuspielen, gedanklich oder auch auf dem Plan oder auch rechnerisch über einen Kosten-Zeitfaktor oder sowas und das gemeinsam auch mit dem Auftraggeber so. Und oft sind dadurch auch schon nochmal gute Optimierungen in ein Projekt gekommen. Mhm. Ja. Kann auch sein, dass einer die Vision hat, dass er 20% von den angesetzten Baukosten einspart. So, da muss man sich dann auch für öffnen, ja, und dann musst du auch da dann, sag ich mal, eine Plattform bieten, diese Idee oder diesen Gedanken zu hinterfragen, zu untersuchen und gemeinsam dann auch ein Ergebnis zu verabschieden. Und wenn du das dann gemeinsam machst, und du merkst schon, das hat viel mit Kommunikation zu tun, wenn man das dann gemeinsam macht, dann bleibt auch bei allen die Motivation aufrecht. Wenn du aber jetzt jemanden, du kommst mit einer Idee und ich sag, ach Quatsch, Malte, das hat überhaupt gar keinen Sinn in dem Projekt. Wie fühlst du dich denn dann? Aber wenn du das jetzt 3-mal machst und ich das 3, 4, 5 Mal, wahrscheinlich nicht. Dann sagst du irgendwann, ja, hier komm, dann komme ich gerne mit einem Verbesserungsvorschlag. Ja. Dann kommt wahrscheinlich der Spruch, Illusionen sind auch Visionen, oder? Habe ich mal gehört. Und das ist unheimlich wichtig, ne? Also das in der Projektleitung oder Projektsteuerung auch mit zu betreuen. Okay, interessant. Also wollte ich ein offenes Ohr im Prinzip zu haben für andere und Ideen nicht immer sofort vom Tisch werfen, auch wenn sie absurd klingen vielleicht erstmal. Richtig. Weil vielleicht ist ja doch was dabei. Oder man kann daraus was lernen. Ist auch vielleicht eher ein Projektleitungsthema. Ja. Bei der Projektsteuerung, also das ist ja, Projektsteuerung sehe ich immer so sehr als technisches Feld. Ja. Bei der Projektleitung, da gehst du dann wirklich auch nochmal viel mehr auf die Personen ein. Man muss immer so ein bisschen entscheiden, wo ordne ich das jetzt unter, wo bringe ich das unter. Gerade wenn du ein großes Team bist und jeder so seine Aufgaben hat, dann musst du auch überlegen, wer macht das jetzt? Also der Kopf vom Team, ja, oder gibt es speziell jemanden, der speziell dafür zuständig ist, Ausreißer zu untersuchen oder sowas, ja? Was wäre jetzt ein super wichtiges Thema, was ich auf jeden Fall wissen sollte, wenn ich als Quereinsteiger komme und was mir auf jeden Fall hilft dann als Projektsteuerer? Also wir hatten ja das Thema Motivation, wir hatten das Thema Erfahrung, wir hatten das Thema Selbstverantwortung und also dein Warum machst du das Ganze, ne? Wo ist aber auch wieder verknüpft mit Motivation. Und was jetzt auch wieder wichtig ist, anwenden hatten wir noch. Also dein Projektmanagement, wie wendest du das an, damit du Erfahrungen machst? Das gehört so unter dem Praxiserfahrung. Genau. Okay. Deswegen nutze alles, um deinen Managergeist zu wecken, ja. Und da kann es dein Hobby sein, dass du dein Hobby irgendwie planst, deinen nächsten Urlaub planst, ja. Da kann sein, dass du, deinen nächsten Besuch bei den Schwiegereltern planst oder so, ja, möglichst schnell wieder weg. Nein, nee, Spaß. Aber dann kann es sein, dass du vielleicht auch unterschiedliche Tageszeiten hast. Deswegen ist es wichtig, deine Zeitumfeldanalyse richtig zu machen. Das ist auch wieder ein Management-Tool, das ist jetzt nicht rein Projektsteuerung oder sowas, aber für dich als Seminarteilnehmer ist es unheimlich wichtig, dass du analysierst, wo stehe ich gerade, wie sieht aktuell mein Alltag aus, welche Tageszeiten oder Wochentage oder welche Phasen oder welche Pausen sind für mich Gelegenheiten, wo ich lernen kann.
oder wo ich auch nochmal revidieren kann, ne? So, wo du dich konzentrieren kannst auf ein gewisses Thema, ja. Oder vielleicht sind es auch Jahreszeiten, wo du sagst, okay, im Winter fällt es mir irgendwie leichter, als wenn es im Sommer so heiß ist oder sowas, ja. Oder muss ich irgendwie wegfahren, weil mein Umfeld, weil ich einfach, in meiner Wohnung ist es zu laut, ich muss mal eine Reise machen oder ich muss mal ins Hotel gehen oder sonst wie, ja. Also auch das, aber auch Umfeld, Personen, ja. Welche Personen sind in deinem Umfeld? Und natürlich, klar, wenn du ein kleines Kind zu Hause hast, ich wollte gerade sagen, auch schwer, ne? Du hast gerade eine Tür aufgemacht, genau, was das Thema Zeit angeht. Ja. 2-jähriger Sohn zu Hause. Ja, genau, klar. richtig. Klar, desto muss man jonglieren. Desto wichtiger ist es, dass du dir ernsthaft darüber Gedanken machst, wann und wie, weil sonst erreichst du dein Ziel nicht. Du hast vorhin von realistischen Zielen gesprochen, so, ja. Und ich habe zum Beispiel, bei mir ist ein ganz starkes Thema Konzentrationsphasen. Und ich habe jahrelang probiert, das richtige Phasenmodell für mich zu entwickeln. Aber es hat so viel Einflüsse auf, also meine Konzentration wird durch so viel aus meiner Alltagsumgebung beeinflusst, dass ich aktuell arbeite ich nach dem Prinzip, dass ich kurzfristig entscheide. Gehe ich gerade in eine Konzentrationsphase rein, in eine Konzentrationsphase, oder brauche ich jetzt eher eine Ruhephase? Teilweise hast du auch zum Beispiel eine Krankheit, eine Grippe. Das kann bis zu 2 bis 4 Wochen gehen, wo deine Konzentrationsphase einfach schlecht ist. Da brauchst du gar nicht anfangen, irgendwelche Phasen und so einzustellen. Ja? Da ist es eher wichtig, dass du deine Erholungsphasen in den Vordergrund holst, damit du schneller wieder in deinen Konzentrationsrhythmus reinkommst. Wichtig ist, beobachten, macht auch ein Manager, Selbstbeobachtung, Selbstreflexion, aufschreiben, dokumentieren. Ich wollte gerade fragen, irgendwelche Tipps, wie du es... Aufschreiben, dokumentieren, beobachten. Das ist extrem wichtig. Hast du irgendwie eine Vorlage, die man nutzen könnte? Ja, kann man auch zur Verfügung stellen, auf jeden Fall. Also einfach mal so als Beispiel. Ich mache es immer individuell, also hängt auch immer davon ab, aber wir können da schon ein paar Vorlagen auch zur Verfügung stellen. Ja, das hilft, ne? Weil oft ist so, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und ja, man einfach mal, klar, von jemand, das wäre echt so, also für mich persönlich auch, ne? Ja. Nee, können wir auch gerne nochmal erläutern. Und ja, also viele kennen das Mittagstief, das ist so das Prominenteste, also wo du eigentlich jetzt ganz schlecht arbeiten kannst. Und wie spät ist es nochmal gerade? Es gibt aber auch Tricks, dieses Mittagstief auszuhebeln. Zum Beispiel habe ich mal 1,5 Monate gefastet, also nicht gefastet, sondern ich habe nur Suppe zu mir genommen, nur Gemüsebrühe und Fleischbrühe. Entschlackung nennt man das, oder? Keine Ahnung, wie man das nennt. Ich habe das mal gemacht, weil ich wissen wollte, wie der Effekt daraus ist. Und das Learning war, die erste Woche war ziemlich bescheiden, die war ziemlich anstrengend. Und dann ist aber extrem meine Konzentrationsphase nach oben geschossen. Ich hatte teilweise von morgens vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen, hatte ich durchgehend, hab ich mich in der Lage gefühlt, mich gut zu konzentrieren. Davon habe ich mal gehört, und zwar teilweise wirklich Ureinwohner, die beispielsweise jetzt in Afrika unterwegs sind oder in anderen Ländern wirklich, die dann mehrere Tage lang gehungert haben, ja, um ihren Fokus zu schärfen. Das hat dann auf einmal eingesetzt, ne? Genau so. Dann sind sie auf die Jagd gegangen und konnten extrem gut wahrscheinlich hat es sich konzentrieren. Wahrscheinlich hat es damit zu tun. Und haben dann wieder Essen für die Familie zurückgebracht. Ja. Und dann geht das Ganze wieder los. Ja. Das ist wirklich so. Adrenalin und Flucht ist ja auch erstmal, der Körper braucht es. Ich habe sogar gelesen, dass das, aber jetzt bitte nicht festnageln auf Richtigkeit. Ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass immer wieder Adrenalinstöße gut sind gegen gewisse Krankheiten. Okay. Und nur wenn du jetzt in einem Dauerstress bist, und deswegen sagt man ja auch, Dauerstress ist ungesund. Ja. Ein gewisser Dauerstress, da bist du ja ständig in diesem Adrenalin-Modus. So, ne? Und wie wir wissen, von allem zu viel ist einfach zu viel. So. Und deswegen ist diese Mischung aus Konzentration, Stress, Erholung, wie auch immer, ja, also was für Phasen du auch hast in deinem Leben, hat ja jeder auch unterschiedliche. Du musst für dich da einfach die richtige Mischung finden. So, also wie gesagt, ich habe in dieser 1,5 Monaten habe ich die Erfahrung gemacht, ich kann über Ernährung meine Konzentration extrem steigern. Die andere Frage ist nur, kann ich mich mein ganzes Leben nur von Suppen ernähren? Ja, also mit Sicherheit, das geht bestimmt. Ja, also wäre ein bisschen traurig. Die Frage ist, was für Abschläge. Ja, dann ist natürlich auch Schlafqualität ist ein Thema, Rhythmus ist ein Thema.
die Suppen habe ich immer zur gleichen Uhrzeit genommen. So. Es bringt nichts, wenn du mal um 11:30 Mittag isst, mal um 12:30 Mittag isst und mal 3:30 Mittag isst. Ja? So. Deine Schlafqualität ist auch nicht gut, wenn du abends um 10 noch was isst. So. Ich habe dann auch in der Zeit ab 18 Uhr gar nichts mehr zu mir genommen. Kein Getränk, kein Essen. Das sind viele so Themen und deswegen hast du einfach viele Einwirkungen. Ja, dann hast du vielleicht auch mal familiären Stress. Ja, also kürzlich hatte ich eine Beerdigung. Dann hatte ich eine Hochzeit. Ja, also das sind ja verschiedene, also nicht ich, sondern in der Familie gab es eine Hochzeit. Da hilfst du dann auch mit. Dann gibt es einen Geburtstag, dann hilfst du vielleicht auch damit. Ja, bist vielleicht auch nervös, weil Gäste kommen und so weiter. Es hat alles allein aus privater Natur schon wieder Einwirkungen oder Auswirkungen auf deine Konzentration. Dann hast du vielleicht auch mal Erfolgsfaktoren, privat oder auch geschäftlich, ja, wo du sagst, boah, geil, machen wir wieder. Ja, dann gehst du wieder auf diesen Fokusmodus. Und das ist wichtig, das herauszufinden und auch für dein Training, für dein Lernen, für deinen Erfolg heranzuziehen. Und genau diese Erfahrung ist wieder eine Erfahrung, die du nachher in Projekte einbringen kannst. Ja, also das lernt dir keiner in Büchern so. Du musst dich da einfühlen, du musst da diesen Spirit, du musst das Gefühl dafür bekommen und du musst die Fähigkeit erlernen, das auch anderen Leuten beizubringen. Und jeder, also mit dir kann ich da offen sprechen so. Es gibt auch Leute, die verschließen sich da und dann musst du andere Wege finden, die Leute da zu hooken. Also nicht nur mit einem Hammer drauf, hier so jetzt. Nee, du kannst wir machen jetzt die und die Methode, bum, 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 und jetzt bist du motiviert. Das geht nicht. So, du musst eher locken, ja. Also du musst versuchen, mit welchem Lockmittel kriege ich den, ja. Und Geld, also du hast gesagt so, ja, dass viele sagen, dann zahle ich halt mehr. Das ist nicht immer also es ist in seltensten Fällen das wirkliche Motivationsmittel. Bei Geld ist es so, meine Erfahrung, maximal 3 Monate. Maximal 3 Monate bei Mitarbeitern. Ich sehe das auch bei anderen Konzernen. Die kommen, die haben eine neue Rolle. Du weißt genau, okay, die verdienen jetzt auch mehr und so. Die sind hochmotiviert. Nach 3 Monaten sind die wieder so demotiviert, wie es vorher beim vorigen Arbeitgeber waren. Und du musst die Leute da hocken, wo sie wirklich auch brennen und Feuer und Flamme sind. Kenne ich vom Lottogewinn. Ich habe mal 5 Millionen gewonnen. Nach 6 Monaten hatte ich auch keinen Bock mehr auf Luxus. Auch alles scheiße, ne? Nee, Spaß. Aber wahrscheinlich schon. Thema Also, Zahlen. würde ich mal gerne haben. Ich kenne jemanden, der hat tatsächlich, also auch in Millionenhöhe gewonnen. Ja. Und also ich glaube kein Jahr, dann hat er das alles wieder weggehabt. Ja. Okay, das ist dann aber und alles gewirtschaftet. Und alles kaputt gewesen. Ja, also ja, ich kenne auch jemanden, der in Poker gewonnen hat. Also auch das, ne, diese ganze Glücksspielerei, habe ich nichts mit zu tun, will ich auch nichts mit zu tun haben, aber auch im Poker sehr viel gewonnen und dann hatte jeder in seinem Umfeld, Freunde, Familie, alle hatten tolle Uhren und so bekommen. Am Ende. Und er haben wir das Steueramt auch noch als Belohnung. Ja, am Ende ist er tatsächlich auch in der Depression, im Alkoholkonsum und so gelandet. Krass. Das kann sehr schnell gehen. Also Geld ist wichtig, kann viele Sachen erledigen, aber es ist kein Motivator. Ist nicht alles. Ist nicht der richtige Motivator. Also du musst den richtigen Motivator finden und das Feeling auch für dich und dann für andere, das ist so das, womit du auch Projekte antreibst. Aber lass uns nochmal über die Zeit sprechen, Zeitmanagement. Ja. Du würdest sogar Vorlagen zur Verfügung stellen. Super, ja. Ne? Das heißt, das können sich auch alle mal runterladen. Sehr gerne. Weil am Ende des Tages verstehe ich das auch so. Es wäre super gut, dass man einfach mal schaut, wie gibt man nicht sein Geld aus, sondern wie gibt man seine Zeit aus im Laufe des Tages. Ne? Weil wir haben oft nicht den richtigen Überblick. Das heißt, man muss erstmal wirklich eine Analyse starten und sagen, genau, wie ist der Ist-Zustand, ne? von meiner Zeit. Wichtig. Vorlagen, ja. Gucke auch nochmal, dass ich auch nochmal gesonderte Vorlagen entsprechend als Upload oder als Download bereitstelle. Aber was grundsätzlich so ein Thema ist, wir hatten uns mal in einem anderen Kontext darüber unterhalten, dass du auch sagst, vom Schulsystem her und so weiter, lernst du ja schon viel, ne? Lernst du viel oder wird dir viel einprogrammiert? Das ist immer so die Frage, ne? Welche Schule bietet dir Möglichkeit, noch anderes auszuprobieren? Und im freien Markt, wenn du im freien Markt bist und keine klaren, also was heißt keine klaren, aber in einem Bauprojekt, da gibt es halt natürlich die Betriebszeiten, aber alles andere ist erstmal definierbar oder frei definierbar. Das heißt, du kannst in Eigenverantwortung schon gucken, wie du deinen Tag gestaltest, und das ist ja auch cool. Da fängt es schon an. Es gibt Schlafforscher, die herausgefunden haben, dass du effektiver bist, wenn du in mehreren Abschnitten schläfst und so weiter. Ne? Also so verrückt. Einstein hat es, glaube ich, gemacht. Ja, okay. Wie so ein paar, ja, habe ich mal gehört. Also da kann ich auch nochmal eine Buchempfehlung raushauen. Auf jeden Fall ist es so, dass du
dass du einfach dieses Beobachten bei dir und bei anderen dann vornehmen musst, analysieren musst und analytisch dann halt auch dann in die Umsetzung gehst und sagst, okay, jetzt legen wir auch fest. Das kannst du wochenweise machen, das kannst du monatsweise machen, das kannst du projektweise machen. So, ja. Wann ist deine produktivste Zeit, die du hast? Ja, also es ist ja variabel. Aktuell ist meine produktivste Zeit morgens. Ich habe eine Zeit lang gehabt, da bin ich um 3 Uhr aufgestanden, habe eine kleine Sportrunde gemacht. Also eine kleine, so um einfach den Puls hochzuschießen. Habe dann ein heißes Bad genommen, habe danach eine Abkühlung, also eine kalte Dusche gemacht und mit so einem Massagegerät und dann war es irgendwann so 4 Uhr, 4:30 Uhr und dann bin ich in die Konzentrationsphase so langsam reingeschlittert und dann habe ich schon zwischen 5 Uhr und 10 Uhr schon 5 Stunden lang wirklich konzentriert, richtig gut produktiv arbeiten können. So, ne? Wenn ich um 3 Uhr aufwache, dann gucke ich auf den Wecker und sage, geil, ich habe noch 3-4 Stunden mehr zu schlafen. Ja. Aber tatsächlich, du musst natürlich auch rückrechnen, du brauchst deinen Schlaf, jeder braucht es anders. Ich habe mich kürzlich mit jemandem ausgetauscht, der hat gesagt, also über Jahrzehnte hat er herausgefunden zwischen 5 und 6 Stunden und dann macht er nochmal einen Mittagsschlaf. So eine halbe Stunde, also so, aber ohne Wecker. Also er steht dann immer auf. Und das ist das Lustige, wenn du dann so Rituale oder Rhythmen oder feste Zeiten dir einspielst, du gewöhnst dich dann auch dran und dann brauchst du auch viele Hilfsmittel wie Wecker und so dann auch irgendwann nicht mehr. Ne? Ja, das ist der Körper, genau. Ich hatte, glaube ich, jeder mal irgendwie erlebt, ne, dass man irgendwie zur selben oder 5 Minuten vorm Wecker aufwacht. Man weiß, der Wecker ist auf 7 Uhr. Richtig. 5 vor 7 wacht man einfach auf. Ich bin tatsächlich, das hatte ich jetzt das letzte Dreivierteljahr, also das letzte Jahr kann man eigentlich sagen. Wir hatten im September eine große Reise und danach hatte ich das dann mit diesen 3 Uhr aufstehen und das war relativ schnell, hat der Körper sich dran gewöhnt und ich bin dann immer wirklich kurz vor 3 aufgewacht, habe dann irgendwann gar keinen Wecker mehr genommen. Am Anfang hatte ich immer noch Angst, dass ich verpenne, habe dann gar keinen Wecker mehr genommen. Bin dann natürlich aber auch früh schlafen gegangen, ne, dass ich auf meinen Schlaf komme und habe keinen Mittagsschlaf gemacht. Das ist für mich so das Beste. Was gut ist, wenn ich so nach 4 Stunden aufgewacht bin, also wenn ich so 2-4 Stunden Blöcke zum Schlafen hatte, so, ne? Und ja, und wenn du dann ab 5 Uhr anfängst, in eine Konzentrationsphase zu gehen und bis 10 Uhr ungestört arbeiten kannst, teilweise bis 12 Uhr oder 13 Uhr, ne? Dann funktioniert das schon gut und dann hast du einfach schon immenses Potenzial genutzt, um produktiv zu sein, ne? So. Und das muss jeder halt einfach für sich selbst rausfinden, ja. Ne? Ja, ich glaube, ich bin eher am Nachmittag oder abends produktiver, oftmals. Halt zu meiner Studienzeit. Mittags überhaupt nicht, genau. Mittagsloch auf jeden Fall, gibt es bei mir auch. Und morgens dann auch nochmal nicht so früh. Ich habe es noch nicht geschafft, werde ich mal ausprobieren. Wer weiß, vielleicht geht das ja auch, ne? Zum Beispiel jetzt im Sommer habe ich gemerkt, wir haben unseren Garten neu angelegt, neue Pflanzen und alles. Und da war es mir wichtig, dass man das einfach richtig bewässert. Ich habe das noch händisch gemacht und noch nicht automatisch alles. Bevor ich was automatisiere, will ich es immer erstmal händisch machen und zu gucken, wie sind die Feinheiten, wo sind die Details. Und da war es dann schon so, klar kann ich da nicht um 18 Uhr bei 30 Grad Sonne gießen, sondern dann muss ich das bei Eintritt der Dunkelheit machen und morgens natürlich, bevor die Sonne über den Horizont ist und dann schon wieder voll drauf hitzt. Dann bist du automatisch zu diesen Uhrzeiten wach oder willst dann wach sein. So, ne? Und auch sowas beeinflusst dann auch deinen Rhythmus und sowas beeinflusst dann auch wieder deinen Schlaffaktum. So, ne? Also du kannst schon sehr viel künstlich mit beeinflussen und sehr viel künstlich mitmachen. So, ne? Von daher, ich schreibe gerne nochmal alle Tipps und Tricks, die ich jetzt so in den letzten, ist so ein kleines Hobby von mir, so das auch herauszufinden und so weiter. Ich habe auch viel mit Schlaf getestet, schreibe ich gerne runter und stelle zur Verfügung, dass man sich auch selber dran. Super. Ich glaube, das Thema Zeit ist nicht nur für Projektmanagement interessant, ist, glaube ich, fürs ganze Leben, ne? Ja. Egal, wo man tätig ist es definitiv alles, was man. Es ist auch wichtig, dass du selber auch ein geregeltes Leben hast. Es gibt einfach Zeiten im Leben, wo du vielleicht gewisse Probleme hast, wie auch immer, woher die kommen, egal, ne? Also hat jeder und es ist einfach wichtig, dass wenn du Ziele hast, also ein Projektziel hast, dass du dann guckst, dass du möglichst nicht behaftet bist von Problemen, Einflüssen von außen, ja? Dass du dich frei machst, dass du deine Themen klärst. Nur dann kannst du auch realistisch zu deinem Projekterfolg planen. Weil wenn du immer wieder Einflüsse hast, die deinen Tag oder dein Leben beeinflussen, wie willst du dann wirklich realistisch dein Projektziel erreichen? Und auch da wieder der Link vom Persönlichen zum Beruf. Wenn du jetzt eine Projektplanung in einem Bauprojekt aufstellst
und dann eine Risikoliste hast und sagst, wir haben das Risiko, dann könnte das Risiko eintreten, das, kann ja alles sein in deiner Risikoliste. Aber dann muss dahinter stehen, wie du dieses Risiko komplett reduzierst oder wegbringst oder klärst. So, und dann hast du dein Ziel und du hast deine Risiken und dann sagst du, okay, mit diesen ganzen Risiken kann ich das Ziel nicht erreichen. Also ich muss diese Risiken wegarbeiten, damit ich das Ziel erreichen kann. So. Und deswegen ist es wichtig, dass du aktiv in dem Projekt, das gehört zum Projekt, dass du Risiken wegarbeitest. Und das kann Fachmangel sein, das kann Materialmangel sein, das kann zum Beispiel in gewissen Regionen Wettereinflüsse sein. Also was weiß ich, in nördlichen Regionen Schneeeinfall oder sowas, dass du nicht weiter bauen kannst. Ja, wir haben zum Beispiel gar keine Winterpause mehr im Bauen, sondern wir haben eher im Sommer Problem zu bauen. Also wir haben aktuell mehr Ausfälle wegen Hitze als Ausfälle im Winter wegen Kälte. Vergleich. Früher hattest du so die Winterferien, Handwerkerferien im Winter, die waren, weiß ich, 2 Monate oder so. Heute hast du die maximal 2 Wochen, maximal eher 1 Woche. Und im Sommer hast du wirklich 2 Monate, oder 3 Monate, wo du immer wieder mit Hitzeproblemen zu tun hast, wo die Leute nicht arbeiten können, wo die Leute um 13 Uhr aufhören müssen zu arbeiten, weil es zu heiß ist und so weiter. Und es beeinflusst natürlich dein Projekt. Ja. So. Aber das plant man als Risiko ein. Ja. Vielleicht, wie haben wir jetzt hier den Link zum Zeitmanagement? Ist das auch Zeitmanagement? Das ist auch Zeitmanagement. Genau, richtig. Weil man dann du kannst dann deine Taktung durch. Genau, wenn man es einplant, das heißt, das nutzt man dann auch, um das Projekt zeitgemäß irgendwie einzuplanen, weil du weißt, dass die Chance ist da, das Risiko ist so und so hoch, ne, vielleicht irgendwie 80%ige Chance. Das heißt, du weißt, du planst schon mal einfach mehr Zeit ein. Ja. Wie ist das, wenn diese ganzen Risiken nicht eintreffen? Wie schafft man es dann, das Projekt, also zieht man dann... Ja, wenn die Risiken nicht eintreffen, ist ja gut. Also der will ja immer, dass ein Risiko... Aber geht es dann schneller, das Projekt, oder hat man dann Probleme, weil man die Gewerke gar nicht vor Ort hat, die dann irgendwie vielleicht den nächsten Schritt... Ach so, du meinst, wenn du jetzt einen Puffer eingerichtet hast, Risiko... Wegen Risiko. Wenn das Projekt so verkraften kann, dann ist es gut, ja. Also dann ist es so. Dann kannst du vielleicht auch über Beschleunigungsmaßnahmen mit den funktionierenden Unternehmen verhandeln, ja, oder auch im Vorfeld verhandeln. Du kannst auch sagen, okay, es könnte sein, dass wir, dass die Wetterverhältnisse so nicht eintreten wie geplant und wir 2 Wochen früher starten können. Was kostet das dann oder ist es möglich und so weiter? Ja, also solche Themen gehen auf jeden Fall. Super. Und kannst du alles einplanen. Viel wichtiger ist, dass du erstmal keine Behinderung bekommst durch Risiken, die du nicht beachtet hast und die dann eintreten und die dir dein Projekt komplett durch die Mangel ziehen und du dann 3 Monate länger baust oder sowas. Kostet dich mehr Geld, kostet dich mehr Energie, mehr Aufwand und das ist ja immer das Thema der Risikobetrachtung. Also eine Sache wird sich wahrscheinlich nie ändern und das ist, dass der Tag 24 Stunden hat, ne? Das heißt, das kann man nicht ändern. Alles andere sind so... Genau, es gibt fixe Variablen und Entschuldigung, es gibt fixe Rahmen und dazwischen gibt es dann Variablen, mit denen du dann auch spielen kannst. Ne? Okay. Also schon richtig, was du gesagt hast. Also in der Terminplanung Risiken berechnen und auch Puffer einberechnen. Mhm. Oft erleben wir es dass in Projekten dann Puffer vehement eingekürzt werden. Die Kunden wollen immer möglichst keine Puffer sehen. Und sind dann nachher sehr erschrocken, wenn dann irgendwas nicht eingehalten wird oder sowas. Da gehört es auch zum Handling und zur Kommunikation damit umzugehen. Ja, cool. Also von daher sehr spannendes Feld und du steigst bei dieser Betrachtung in sehr, sehr, sehr viele Details ein. Und da ist es auch wieder wichtig, diesen Spirit des Forschers, diesen Forscherdrang, dass du den hochhältst. Ja, dass du sagst, ich will jetzt genau wissen, welches Problem könnte kommen, wenn ich nächstes Jahr im Juli in Urlaub fahren will. Welche Probleme könnten auftreten? Welche Probleme können auftreten, wenn wir das Gebäude nicht August 28, sondern Januar 28 in Betrieb nehmen wollen? Ja? Welche Probleme können da auftauchen? Und dann fängst du an mit einem Szenario. Und dann stellst du dir eine Ausgangslage vor und ein Szenario und dann guckst du, okay, was muss passieren, damit diese Risiken oder welche Risiken bestehen? Ja? Risiko könnte sein, der Bau geht zu langsam voran. Okay, was kann man dann machen? Und dann kann es sein, dass du nicht nur mehr Unternehmen beauftragst oder mehr Mitarbeiter beauftragst in dem Bauunternehmen, ja? Sondern könnte es vielleicht auch sein, dass du schon am Anfang in der Planung das Gebäude so konzeptionierst, dass es parallel hochgezogen werden kann. Mhm. Ja? Und du merkst schon, wie das dann auf einmal Auswirkungen haben kann. In alle Richtungen. Und das ist eigentlich das Spannende bei so einem Bauprojekt, vor allem, du kannst es am Ende anfassen. Ne, so. Und das ist halt das Schöne. Also auch ein großer Bereich vom Zeitmanagement, wie du auch wieder den Link und die Kommunikation zur Planung oder
zu jeglichen Stakeholdern dann noch wieder herstellen kannst. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Kommunikation auch nochmal ein richtiges Thema für sich ist. Ne? Auf jeden Fall, klar. Genau.